Ein Milliardär hat systematisch dein Bild von Männlichkeit geformt. Und zwar ganz gezielt, um die Energiewende auszubremsen. Er hat dafür gesorgt, dass Millionen Männer rund um den Globus glauben, ein großer Truck macht dich zu einem echten Mann. Feuer, Auspuffgase und lautes Brumm Brumm sind Zeichen der Stärke. Elektroautos? Das ist was für Reiche und/oder Weicheier. Ein einzelner alter Mann, der die Denkweise von Millionen junger Männer gezielt manipuliert und steuert. Das klingt erstmal wie eine Verschwörungstheorie, oder? Ist es aber nicht. Ich kann dir genau zeigen, wie er es gemacht hat. Mit Millionen von Dollar, einem Netzwerk aus Thinktanks und psychologisch perfekt orchestrierten Kampagnen. Sein Name Charles Koch. Und die Chancen stehen gut, dass auch du von ihm beeinflusst wurdest, selbst wenn du noch nie von ihm gehört hast. Auf mich hatte er auf jeden Fall eine Wirkung, gerade während meiner Jugendzeit. Bevor wir tiefer einsteigen, was rede ich hier überhaupt? 2018 hat die Forscherin Kara Daggett ein Phänomen benannt, das sie überall beobachtete. Petromaskulinität. Das ist die Idee, dass fossile Brennstoffe, also Öl, Benzin, Diesel, irgendwie mit echter Männlichkeit verbunden sind. Das ist die Idee, dass ein Mann, der ein schnelles Auto oder einen großen Truck fährt, der Rauch rauspustet, irgendwie männlicher sein soll, als einer, der mit Öffis, Fahrrad oder einem E-Auto fährt. Manches davon kennt man zum Glück bisher hauptsächlich in den USA. Manches schwappt aber leider auch zu uns rüber. Wusstest du zum Beispiel, dass diese großen Pickups wie so ein Dodge Ram bei uns eigentlich gar nicht zugelassen sind, weil sie die EU-Anforderungen für Emissionen und Sicherheit nicht erfüllen? Um da drum rumzukommen, braucht man eine Einzelgenehmigung, die eigentlich nur für Menschen mit begründeten Bedarfen gedacht war. Das wird aber halt nicht so genau geprüft. Klingt irre, oder? Und deswegen sehe ich hier auf den Straßen mehr und mehr davon. Braucht's das? Aber das Verrückte ist eigentlich, Petromaskulinität fühlt sich für viele völlig normal an. Als wäre das schon immer so gewesen, als läge das irgendwie in unseren Genen, auf Lautstärke oder Abgase zu stehen. Aber hier ist die Wahrheit. Das wurde gemacht, und zwar systematisch. Charles Koch ist einer der reichsten Menschen der Welt. Und ich glaube, Charles hatte es nicht so leicht als Kind. Zumindest steht das hier auf Wikipedia über ihn und seine Geschwister. In Charles' ersten Lebensjahren hatten sie eine strenge deutsche Erzieherin, die ihnen mit deutschen Kinderbüchern wie Struwwelpeter Angst machten und Adolf Hitler als Vorbild darstellte. Aber egal wie strange seine Kindheit war, heute hat Charles so richtig viel Geld. Sein Vermögen über 60 Milliarden Dollar. Seine Firma Koch Industries ist eine der größten Öl- und Gaskonzerne Amerikas. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Denn Koch hat in den letzten Jahrzehnten das wohl einflussreichste Netzwerk gegen Klimaschutz aufgebaut, das es je gab. Der Journalist Christian Stöcker hat in seinem Buch Männer, die die Welt verbrennen, akribisch dokumentiert, wie dieses Netzwerk funktioniert. Hunderte Millionen Dollar an Spenden. Dutzende Thinktanks und Organisationen, die man nur wirklich schwer durchblicken kann. Systematische Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Und ein zentraler Teil dieser Strategie war, die Idee von Männlichkeit mit fossilen Brennstoffen zu verknüpfen. Aber wie genau hat er uns jetzt beeinflusst? Lass uns das mal anschauen. Und zwar anhand von Werbung, die teilweise schon Jahrzehnte alt ist, aber halt immer noch in die Gegenwart strahlt. Der Boden wurde hiermit vorbereitet. Schau dir diesen Chevrolet-Clip an. America is still the land of rugged individualists. Like a rock, I was strong as I could be. Like a rock, nothing ever got to me. And every one of them demands something different from their Chevy truck. But they all want the same thing. Like a rock, The most dependable, longest-lasting trucks on the road. like a rock. Like a Rock. Bob Seger, dramatische Bilder, harte Männer. 13 Jahre lang lief diese Kampagne. Eine der längsten der Werbegeschichte. Und die Message? Stoizismus, kontrollierte Emotionen, Härte. Das sind laut der Werbung Kennzeichen erwachsener Männlichkeit. Aber es wird noch direkter. 2003 brachte Chevrolet dann diese Kampagne raus. Get a little out of line. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. The new Chevy Colorado Crew Cab has the biggest interior in its class. So if you're ever uncomfortable, it won't be because of lack of space. Man, I feel like a woman. Everything's bigger in Colorado. An American Revolution. Männer lieben also nicht nur Trucks, sondern sind so gleich, dass jede Abweichung von Männlichkeit nicht hingenommen wird. Sexismus und Petromaskulinität passen halt gut zusammen. Das ist
Natürlich DNA, rein biologisch, als hätte die Evolution Männer darauf programmiert. Da vergisst man fast, dass das Marketing ist. Und dann Ford. Build Ford Tough. Diese 3 Worte sind ein Markensymbol geworden. Sie stehen, Zitat, für Kraft und unentschuldbare Männlichkeit. So funktioniert effektive Werbung. Siehst du das Muster? Über Jahrzehnte wurde uns diese Gleichung eingehämmert. Truck gleich Kraft, Kraft gleich Männlichkeit, also Männlichkeit gleich Truck. Und das hat funktioniert. Werbung funktioniert. Wiederholung funktioniert. Siehe diese gigantischen Pickups jetzt auch in Deutschland. Und dann hat Koch diese Verbindung systematisch immer weiter ausgenutzt. Wie? Es ist 2016. Ein Mann namens Charles Drevner, ehemaliger Öllobbyist, stellt eine neue Organisation vor. Drevner sagt wortwörtlich, "We've got to take this to the emotional and personal level." Wir müssen das auf die emotionale und persönliche Ebene bringen. Und genau das haben sie dann auch gemacht. Erstmal produzierten sie Feel-Good-Content über die fossilen Brennstoffe, Infografiken auf Social Media, Gospel-Konzerte in ärmeren Communities mit versteckten Pro-Öl-Botschaften und Videos wie Great Movies Reimagined Without Fossil Fuels. Apollo 13, Fast and Furious, aber halt ohne Öl. With all due respect, sir, I believe this is going to be our finest hour. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Videos aussahen. Sie haben also auch gezielt ärmere, schwarze Communities angesprochen. Das war Strategie. Drevner hatte das sogar öffentlich gesagt. We're partnering with non-traditional allies like the minority community. Aber im Sommer 2017 schwenkte die Kampagne von Fossil Fuel Cheerleading zu direkten Attacken auf Elektrofahrzeuge und saubere Energien um. Sie produzierten 2 Videos. Und diese Videos, das ist wichtig, existieren heute offiziell nicht mehr. Fueling US Forward hat sie aus dem Internet gelöscht. Aber das Internet vergisst nicht und sie sind noch in Archiven zu finden, wenn man nur tief genug gräbt. Das erste Video, The Dirty Secrets of Electric Cars. Die Behauptungen darin, und achtet mal drauf, ob euch die schon mal unterkamen, E-Autos sind giftiger für Menschen als normale Autos. Seltene Erden kommen vor allem aus Ländern wie China und dem Kongo, wo die Umweltverschmutzung schlimm ist und tausende Kinder zur Arbeit gezwungen werden. Und viele der Batterien enden auf der Mülldeponie. Klingt schlimm, oder? Problem? Es ist fast alles falsch. ExpertInnen haben das Video Zeile für Zeile debunked und fanden mindestens 6 faktische Fehler in nur einem einzigen Absatz. Die Wahrheit: Benzinautos brauchen dieselben seltenen Erden, jeder Katalysator enthält Cerium. E-Auto-Batterien landen nicht auf Mülldeponien, sie werden recycelt oder wiederverwendet. Dazu habe ich auch erst kürzlich ein Video gemacht, verlinke ich euch dann am Ende, wirklich sehenswert. Die Luftverschmutzung durch Auspuffgase verursacht 53.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr allein in den USA. Und das Foto, das sie als Lithiummine mit Kinderarbeit zeigten, war eine Kupfermine. Das zweite Video, The Hidden Costs of Electric Cars. Die zentrale Behauptung darin war, E-Auto-Steuergutschriften sind ein massiver Vermögenstransfer von arm zu reich. Die Message, E-Autos sind Spielzeug für reiche Leute und arme Leute zahlen dafür. Natürlich erwähnte das Video dabei nicht die Milliarden an Subventionen, die die Öl- und Gasindustrie seit Jahrzehnten erhält oder den 100 Milliarden Dollar Bailout für GM und Chrysler. Nur E-Autokäufer sind die Schuldigen. Und dann, Oktober 2017, ohne Ankündigung, ohne Erklärung, die Website von Fueling US Forward ging offline. Alle YouTube-Videos wurden gelöscht, alle Facebook-Posts verschwanden. Die ganze Kampagne verschwunden. Nach gerade mal 14 Monaten. Warum? Weil sie erwischt wurden, weil ExpertInnen ihre Lügen öffentlich zerlegt haben, weil die Videos zu peinlich wurden. Aber hier ist das Bezeichnende. Sie haben die Videos zwar gelöscht, aber die Narrative, die sie verbreitet haben, die sind geblieben. Und diese Narrative existieren heute noch in Kommentarsektionen, in Diskussionen, in den Köpfen von Millionen von Menschen. Die Videos sind weg, aber der Schaden ist angerichtet. Und Fueling US Forward war nur eine Kampagne. Koch und seine Buddies aus dem Country Club haben ein ganzes Ökosystem drumherum gebaut und überall dieselbe Botschaft. Fossile Brennstoffe gleich männlich und stark und notwendig, erneuerbare Energien schwach, elitär, naiv. Die Frage ist, warum funktioniert das so verdammt gut? Die Antwort? Nostalgie und Unsicherheit. Nochmal zur Erinnerung. We've got to take this to the emotional and personal level. Diese Kampagnen greifen einfach echte Unsicherheiten auf. Viele Männer fühlen sich verunsichert. Die Welt verändert sich schnell. Geschlechterrollen werden hinterfragt und Privilegien werden benannt. Diese Manipulation hat aber halt reale Konsequenzen.
Je länger wir an fossilen Brennstoffen festhalten, desto schlimmer wird die Klimaerhitzung. Und ein Großteil des emotionalen Widerstands kommt aus dieser künstlich geschaffenen Verbindung, das ist ja nicht männlich. Diese Idee von Männlichkeit gleich Dominanz, Aggression, keine Schwäche zeigen, macht Männer krank. Wir Männer haben sogar höhere Selbstmordraten. Dabei wurden wir einfach benutzt. Deine Vorstellungen von Männlichkeit wurden instrumentalisiert, um die Profite eines Ölkonzerns zu sichern. Sie haben sogar die Beweise gelöscht, aber der Schaden ist angerichtet. Und das klingt alles kacke. Und das ist auch kacke. Aber hier ist die gute Nachricht. Wir können das ändern. Tatsächlich bedeutet Männlichkeit gar nicht, schwarzen Rauch zu produzieren oder die größten Mobber auf dem Schulhof zu sein. Ich will ehrlich sein. Ich halte es eigentlich für gar nicht so sonderlich hilfreich, Männlichkeit und Weiblichkeit definieren zu müssen. Ich finde es besser, darüber nachzudenken, was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Aber nach allem, was Koch und Co. mit uns Männern gemacht haben, will ich zumindest so viel sagen, wie ich als Mann sein möchte. Und da gibt es tatsächlich auch noch ein paar Parallelen zu klassisch männlichen Eigenschaften. Verantwortung übernehmen für meine eigenen Worte und Taten. Und auch für den Planeten, den wir an die nächste Generation vererben. Für meine Kinder. Ich möchte einfach ein guter Vorfahre sein, nicht nur ein Konsument. Mut zeigen, neue, unkonventionelle Wege gehen, auch wenn mächtige Männer mir was anderes verkaufen möchten. Unabhängig sein. Ich möchte selbst denken, mich selbst informieren, meine eigenen Werte entwickeln und nicht als Marionette von so einem Charles Koch enden. Und am wichtigsten, einfach ein guter Mensch sein. Und dabei auch in Verbindung mit den eigenen Emotionen bleiben und vielleicht auch ein bisschen Spaß haben am Leben. Ne? Ich könnte diese Liste auch noch deutlich länger machen, aber ich belasse es mal dabei. Wichtig für mich ist, das Ganze zu tun und das meinen Kindern vorzuleben. Das ist meine Sicht. Die musst du nicht übernehmen. Du musst dir überhaupt von niemandem vorschreiben lassen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Bestimmt nicht von mir, aber schon gar nicht von jemandem, der damit Milliarden verdient, dass du weiter seine Produkte kaufst. Die Frage ist also nicht zwangsläufig, ob du einen Truck oder ein E-Auto fährst. Die Frage ist, wer schreibt dein Skript? Und wenn du mal wieder jemanden begegnest, der vor lauter Petromaskulinität rausposaunt, dass wir gar nicht genug Lithium haben für all die E-Autos, dass das alles Sondermüll werden würde, dem schickst du einfach dieses Video hier weiter.